Messenger-Ribonukleinsäuren oder kurz mRNA sind Moleküle, die Teile der Erbinformation eines Virus in sich tragen. Der Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und des US-Konzerns Pfizer funktioniert auf diese Art. Herkömmliche Impfstoffe arbeiten anders. Sie enthalten geringe Mengen eines Erregers. Das Prinzip: Wenn der Körper mit ihnen in Berührung kommt, produziert er Antikörper. Beim Kontakt mit wirklichen Viren kann er diese sofort bekämpfen. mRNA-Impfstoffe liefern den Zellen dagegen genetische Baupläne zur Bildung von Antikörpern. Sie machen den Körper also zu einer Impfstofffabrik. Der mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus wird im Labor hergestellt. Er soll in die Zellen eindringen, damit diese Proteine herstellen, die wie Antigene wirken und speziell auf das Coronavirus zugeschnitten sind. Dabei nutzt der Impfstoff die charakteristische Oberfläche des Coronavirus. Das Immunsystem reagiert auf diese Proteine und produziert Antikörper dagegen. Mit dem Coronavirus kommt es dabei nicht direkt in Berührung. mRNA-Impfstoffe gelten als besonders risikoarm, da sie keine Virusbestandteile enthalten. Ein weiterer Vorteil: Sie können sehr schnell hergestellt werden, weil nur eine Sequenz des Antigens produziert werden muss. Der Nachteil: Die Impfstoffe müssen bei niedrigen Temperaturen gelagert werden. Und bisher wurde noch nie ein mRNA-Impfstoff für Menschen zugelassen.